Und darüber möchte ich sprechen mit dem Russland-Experten Frank Umbach. Hallo, Herr Umbach, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, guten Morgen nach Berlin. Herr Umbach, eine Friedenskonferenz, die aber gar nicht wirklich für Frieden sorgen kann. Welche Botschaft der Hoffnung kann sie denn trotzdem Richtung Ukraine senden? Also sie ist ein Puzzlestein in einer ganzen Reihe von diplomatischen Initiativen, die ja hinter den Kulissen entsprechend weitergelaufen sind. Bezeichnend war ja bereits der Name. Hieß ja nicht offiziell Friedenskonferenz, sondern Konferenz zum Frieden. Ja, das heißt, dass diese Konferenz ein Puzzlestein eben ist auf dem Weg, eine diplomatische Lösung, einen Verhandlungsfrieden, die allerdings kein Diktatfrieden Russlands sein kann und darf. Auf diesem Weg kann diese Konferenz, wie gesagt, eine wichtige Rolle gespielt haben. Und erwartet wird eine gemeinsame Abschlusserklärung der mehr als 90 Staaten. Was werden denn wohl die zentralen Forderungen an Russland sein? Nun, dass sich Russland insbesondere an die UN-Charta der Vereinten Nationen hält, an die territoriale Souveränität, die Russland ja auch in bilateralen Verträgen in der Vergangenheit, aber auch, wenn Sie zahlreiche Putin-Interviews ja nehmen aus der Vergangenheit, bereits bestätigt haben. Und Russland hat diese Verträge und das Völkerrecht eklatant verletzt und darüber hinaus eben auch zahlreiche Akte der europäischen Sicherheitsordnung, wenn Sie die Helsinki-Charta und andere Dinge eben nehmen. Und deswegen ist es ja auch eben nicht nur ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur und sogar das globale Völkerrecht sind herausgefordert. Und Sie haben es eben schon angesprochen, die Konferenz soll einen Friedensprozess einleiten, in den langfristig auch Russland eingebunden werden soll. Wie kann denn das aussehen und funktionieren? Russland war ja gar nicht eingeladen. Russland hat sich selbst ausgeladen, bereits vor Monaten, indem es klargemacht hat, dass es kein Interesse hat, an dieser Friedenskonferenz entsprechend teilzunehmen. Und ansonsten ist entscheidend, dass Russland entgegen dieses vermeintlichen Friedensplanes Putins eben seine eigentlichen Kriegsziele abschwört. Und diese Kriegsziele beschränken sich eben nicht auf ein paar Territorien der Ukraine oder auf die vermeintliche NATO-Osterweiterung, die immer wieder so ein bisschen gern rhetorisch in den Vordergrund gestellt wird, sondern die Kriegsziele hat Putin bereits in dem Brief im Sommer 2021 und in vielen Staatsdokumenten niedergelegt. Sie können das auch in vielen propagandistischen Interviews sehen. Diese Kriegsziele laufen auf eine völlige Vernichtung der Ukraine, auf eine Vernichtung jeglicher eigenständigen kulturellen Identität der Ukraine hinaus. Und sie laufen damit auch eben auf den Vorwurf eines sogar Genozid hinaus. Und solange Putin diesen Dingen nicht abschwört, diesen Kriegszielen nicht abschwört, ist er politisch nicht glaubwürdig. Und dann bleibt eben nur die einzige Möglichkeit, ihn militärisch an den Verhandlungstisch zu zwingen, um diese Kriegsziele entsprechend aufzugeben. Und ansonsten sehe ich da keine Möglichkeit. Im Moment ist es eher so, dass Putin auch durch die Europawahlen sich gestärkt fühlt in seinem Weltbild, was er oft in Interviews wiedergegeben hat, nämlich, dass Russland sich auf einen langen Krieg vorbereiten muss und den er am Ende aber gewinnen wird, weil die westlichen Demokratien zu schwach sind, um ihn durchzuhalten. Und wir liefern ihm fast tagtäglich politische Munition, die sein Weltbild bestätigen. Und deswegen, glaube ich, ist gegenwärtig nicht abzusehen, dass Putin seine Kriegsziele tatsächlich wirklich aufgibt. Danke, Herr Umbach, für all Ihre Einschätzung und die Einordnung mit Blick auf die Friedenskonferenz, nennen wir sie noch mal so, für die Ukraine. Dankeschön. Ja, bitteschön. Schöne Grüße nach Berlin.